Ja, hi Leute. Wir machen bei unseren Präparationen heute mit diesem Prosopocoilus astacoides Männchen weiter. Und ja, diese Art ist ein echt schwieriger Fall in der Systematik, weil ja, die Systematik dieser Art ständig geändert wird. Die Art gehört in die Untergattung Metopodontus, aber es werden ständig Unterarten in den Rang einer Art erhoben und dann wird das wieder revidiert und die Unterart wird wieder hergestellt. Und auch selbst innerhalb der Unterarten gibt es ja, zig Meinungen und jeder sagt eigentlich was anderes. Dann werden die synonymisiert und da wieder eine neue beschrieben. Ja, ziemlich schwierige Angelegenheit. Und Herr Schenk sagte mir zum Beispiel in Frankfurt, dass die Japaner da wohl für dieses Chaos zuständig sind und dass diese Art eigentlich nicht Astacoides, sondern Prosopocoilus elaphus heißt. Es gibt es aber auf Sumatra und Nias und auch in Malaysia angeblich die Unterart Prosopocoilus astacoides elaphus und ja, wurde quasi dann wieder der Rang der Art entzogen und wieder als Unterart von Astacoides gesetzt. Ja, schwierig durchzublicken auf jeden Fall. Dieses Exemplar hier stammt von der Insel Java und nach meiner Recherche kommt auf Java nur die Unterart Prosopocoilus astacoides cinnamomeus vor. Ja, und eventuell auch noch die Unterart Prosopocoilus astacoides pallidipennis. Ich gehe jetzt mal mit dem Mainstream und gehe einfach mal davon aus, dass das hier ein Prosopocoilus astacoides cinnamomeus ist. Da ja, das die am weitesten vertretene Meinung ist für die Unterart auf Java. Das Ding ist, ich habe leider auch nicht wirklich anschauliche Vergleiche zwischen den Unterarten gefunden, sodass ich die Unterschiede zwischen den Unterarten auch nicht wirklich ja, erklären kann. Ich gehe da einfach mal mit den momentan gängigen Systematiken. Ja, mitgebracht habe ich dann hier noch Prosopocoilus astacoides elaphus, angeblich. Das waren meine allerersten tropischen Hirschkäfer, die ich in Zucht hatte. Leider hat die Zucht damals nicht geklappt, aber da hatte ich auch nicht vernünftige Substrate. Im Käferforum wurde mir dann damals gesagt, es handelt sich um Elaphus, aus welchen Gründen auch immer, angeblich an der Mandibelform erkannt. Kann ich heute nicht mehr nachvollziehen. Auf dem Etikett steht auch Elaphus. Es ist keine genaue Herkunft dieser Tiere bekannt, außer Indonesien. Ja, also ich werde wahrscheinlich das Etikett mal abändern müssen, dass es einfach eine Astacoides-Subspezies ist. Ja, die Käfer sind ein bisschen kaputt. Das ist nicht abzuwenden bei Zuchttieren. Haben sowohl von den Daten her als auch ja, von der Qualität her wohl nicht mehr so wirklich einen Sammlungswert, aber einen emotionalen Wert haben sie natürlich schon, weil es eben meine allerersten tropischen Hirschkäfer waren. Und dann haben wir hier noch ein Männchen, was ich dieses Jahr noch lebendig bekommen habe. Das ist ein Männchen von Prosopocoilus astacoides mitsunumai. Ja, ist jetzt auch wieder die Frage, ist diese Unterart gültig oder nicht? Wurde 2010 beschrieben. Ja, man kann jetzt mal hier direkt vergleichen. Wenn wir die beiden haben. Er hier ist halt in der Färbung deutlich heller hinten. Kann aber auch sein, weil er jetzt schon so trocken ist. Und hier gibt es noch einen weiteren medianen Zahn, also was heißt median? Einen Zahn recht an der Basis der Mandibeln. Hier ist der Zahn eher in der Mitte. Wie gesagt, ich habe leider nicht wirklich viel gefunden, um hier mal Klarheit in diese Art zu bringen. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, ohne Gewähr auf Richtigkeit, dass das hier ein Prosopocoilus astacoides cinnamomeus ist. Dieses Exemplar hat 67 mm, wurde im März 2014 in Cividale, Java gesammelt. Und ja, dann fangen wir einfach mal an.
ich wohl noch dazu sagen kann, ist, dass es wohl Maximalgrößen bis 90 mm gibt, auch für die Unterart Mitsunuma-i, was wohl allerdings extrem selten ist. Also die wenigsten werden größer als 70 mm. Und es gibt, ja, wie gesagt, zig beschriebene Unterarten, ob sie jetzt gültig sind oder nicht. Und die meisten bewegen sich so bis höchstens 70 mm. Okay, das ging jetzt recht fix und ja, sieht eigentlich auch ganz gut aus. Muss ich kurz dazu sagen, beim Auspacken vom Käfer aus der Verpackung ist hier oben die Mandibelspitze abgebrochen, die habe ich das dran geklebt. Sieht man, wenn man genau hinguckt, aber wenn er so im Kasten steckt und ja, dann fällt das nicht so auf. Es war halt auch ein sehr billiges Exemplar, war wohl irgendwie schon angeschimmelt, aber durch den Essig ist der Schimmel jetzt weggekommen. Deswegen war der ziemlich brüchig, aber für den Preis kann man nichts sagen. Ich glaube 2 oder 3 Euro. Naja, wir sehen uns beim Abnadeln wieder und ja, eventuell habe ich bis dahin noch andere Informationen über die Art, aber ich tippe mal eher nicht, weil das, wie gesagt, ein ziemliches Chaos bei denen ist. Ja, dann werde ich auf jeden Fall auch noch den hier in die Weichbox legen und dann kommt der auch demnächst, ja, unter die Nadeln. Bis zum Abnadeln. Okay, so, der Käfer hat jetzt über eine Woche getrocknet und man sieht, der ist jetzt auch nochmal heller geworden. Durchs Aufweichen werden die dann meistens nochmal dunkler. Und ja, ich hatte die Möglichkeit, mal einen Blick ins Buch Lucanidae of the World zu werfen und dort existiert nach dieser Revision die Unterart Prosopocoilus astacoides cinnamomeus nicht mehr, sondern für Java ist Prosopocoilus astacoides pallidipennis angegeben. Und auch im Catalogue of Life, der ja auf 100%ige Richtigkeit und Aktualität setzt, ist auch ebenfalls pallidipennis angegeben und Cinnamomeus existiert demnach nicht. Genauso gibt es wohl auch die Unterart Elaphus nicht mehr. Ja, allerdings zweifle ich die 100%ige Richtigkeit dieses Catalogue of Lives an, weil wenn ich mich mal durch diese Lucanidae-Datenbank geklickt habe, sind da doch ja, einige
fehlende Arten und Unterarten dabei, nicht nur bei dem Prosopocoilus, sondern auch bei Odontolabis und Lucanus, Cyclomatus. Und ja, wie gesagt, es ist ein absolutes Chaos und im Endeffekt ja, können da eigentlich nur DNA und Genitaluntersuchungen Klarheit bringen. Demnach gehe ich jetzt aber mal mit diesem Stand und sage, das ist ein Prosopocoilus astacoides pallidipennis. Ich setze ein CF davor, sprich vergleiche mit oder wahrscheinlich ist es diese Unterart. Ja, kann man leider jetzt nicht groß was dran tun. Naja, aber ich bin sehr zufrieden mit dem Präparat, ist schön symmetrisch geworden und ja, der kommt dann jetzt noch zu den anderen. Sieht man noch den deutlichen Größenunterschied. Also hier, das waren ja angeblich Prosopocoilus astacoides elaphus. Nach dem heutigen Stand existiert diese Unterart nicht mehr. Herr Schenk meinte, ja, dass die Art überhaupt nicht astacoides, sondern eigentlich elaphus heißt. Ja, keine Ahnung. Es ist, wie gesagt, extrem schwierig, vor allem bei dieser Art. Das ist jetzt Prosopocoilus astacoides CF pallidipennis. Dann nehme ich das zurück, was ich am Anfang des Videos gesagt habe, dass es Cinamomeus ist. Der ist anscheinend jetzt komplett rausgeworfen. Also ist es CF pallidipennis. Naja, okay. Aber schönes Exemplar. Kommt dann halt aufs Etikett CF pallidipennis mit dem Fundort. Und eventuell ergibt sich ja da in der nächsten Zeit nochmal irgendwas. Und ja, ich kann was Eindeutiges aufs Etikett schreiben. Ja gut, wir sind dann jetzt fertig mit diesem Exemplar und ja, seid gespannt auf die nächsten Folgen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, schreibt gerne was in die Kommentare und abonniert. Bis zum nächsten Mal. Ciao.